Jo Leute, was geht? Hier sind wir wieder bei der Black Bear Moonwalk, Blütewoche 3. Und jetzt wird die Dame entlaubt, meine Lieben. Ich zeige euch nochmal einen Überblick. So sieht sie aktuell aus. Ziemlich dicht. Und ja, wir werden das jetzt einmal wegrupfen. Ihr kennt mich, ich nutze keine Schere oder so, sonst irgendwas. Ich nehme die einfach hier so dran und dann mache ich sie einfach so ab. Habe bisher immer gute Erfahrungen mitgemacht. Einfach so, es geht schnell und funktioniert. Muss halt natürlich aufpassen, dass man keine Triebe abbricht oder so, ne? Aber das ist eigentlich nicht das Problem, wenn man es richtig macht. So, den nehmen wir auch weg, den nehmen wir auch weg. Ich bin mal sehr radikal, was angeht, wenn ich entlaube. Jeder machen, wie er möchte. Gibt ja nicht so eine Faustregel, aber ich mache das immer so nach eigenem Ermessen. Das schon ein paar Mal gemacht, habe damit ganz gute Erfahrungen gemacht. Deswegen nehme ich mal relativ viel ab, weil ich möchte natürlich, dass überall Licht rankommt. Ne? Ich werde jetzt auch erstmal noch nichts abschneiden unten oder so. So Lollipoppen werde ich jetzt erstmal nicht. Ich werde einfach nur erstmal die ganzen Blätter entfernen. Von der guten Lady, die ganz großen Blätter weg. Werden wir sie gleich noch drehen, damit ich auch an die anderen Stellen rankomme. Das ist gut, wenn man kein Scrognetz hat, ne? Oder kein Scrognetz benutzt. Haben tue ich eins, aber die mache ich komplett ohne Scrog. Das ist auch schon ein sehr angenehmer Duft, der hier ist. Also es ist natürlich noch nicht so, dass ich jetzt sagen würde, ja krass, aber man riecht schon ein bisschen was. So, hier ist auch schon wieder ein bisschen Gras gewachsen. Hier unten, seht ihr ja? Warte, seht ihr nicht? Jetzt seht ihr was, da ist Gras gewachsen. Ja. Also wie gesagt, die Erde, also hier ist schon ein bisschen, ne, was ich jetzt bisher abgerupft habe. Da fehlt noch eine Menge, also ein bisschen was kommt da noch. Ich lege das erstmal hier so beiseite. Und heute werden nochmal alle Ladies gegossen, Nährlösung angepasst und alles drum und dran, weil ich ja jetzt dann 5 Tage nicht nach denen schauen kann. Mache mir gerade ein bisschen Sorgen über die Mandarin Cookies, weil die sieht echt scheiße aus. Also wirklich scheiße. Schön ist was anderes. So, rüpfen wir mal den grünen Scheiß hier raus. Das sieht wirklich kacke aus. Ich weiß nicht genau, was da jetzt das Problem ist. Der EC-Wert liegt bei 1,3. Der pH-Wert liegt bei 6,0. Die sieht aber trotzdem ziemlich scheiße aus. Ich denke, das ist auf die Temperaturen hier zurückzuführen, weil es hier relativ warm ist im Raum. Und ich keinen Wasserchiller habe. Und ich dementsprechend Probleme habe. Problem ist, ich kann auch nicht da reingucken. Was die Sache nicht gerade leichter macht. Ich habe die Befürchtung, dass wir Würzefäule haben. Ich weiß es allerdings nicht. Ich werde nachher das Scrognetz einmal anheben und gucken, dass ich da irgendwie reingucken kann. Weil die Wassertemperatur war jetzt die letzten Tage beim 60 Liter DWC immer so zwischen 24 und 28 Grad, was ziemlich hoch ist für Hydroponik. Man sollte ja eigentlich der gesunde Bereich liegt ja da zwischen 18 Grad und 21 Grad. Und ich werde mal gucken, dass ich mir irgendwann nochmal einen Wasserchiller besorgen kann, aber aktuell habe ich dafür leider kein Geld. Sonst hätte ich mir schon längst eingeholt, aber ich kann mir das gerade einfach nicht leisten. Dementsprechend muss die Pflanze damit klarkommen oder halt auch nicht. Das heißt, entweder, also ich habe die jetzt in die Blüte geschickt, wir gucken, was dabei rauskommt. Wenn man unter nicht optimalen Bedingungen in Hydroponik anbaut. Bei den 20 Liter normalen Hydroponik-Systemen ist das nicht so das Problem. Da kann ich halt öfters mal reingucken, da kann ich, wie heißt das, da habe ich auch kein Scrognetz drauf, da kann ich reingucken, da kann ich notfalls mal ganz schnell eben 20 Liter Wasser austauschen oder gut runterkühlen mit Eiswasserflaschen und sowas, aber im großen 60 Liter System ist das halt eine ganz andere Sache leider, habe ich so gemerkt. Also im Winter ist wunderbar, kein Problem, im Sommer, ja weiß ich nicht, also wenn man einen Wasserchiller hat, ja okay, aber es macht für mich sonst, glaube ich, keinen Sinn. Oder man hat es halt im Keller stehen. Aber ich habe es ja nicht im Keller stehen, weil es da nicht reinpasst, von der Höhe her, das Setup. Weil im Keller habe ich nur eine Höhe von Maximum 1,80 und das höher geht nicht. Und die Zelte sind leider 2 Meter hoch. Ne? Und deswegen passen die nicht in den Keller rein. Das Einzige, was da reinpassen würde, wäre das Vivosun-Zelt. Aber, naja. Das ist jetzt nicht im Keller, ne? Weil im Keller auch aktuell kein Platz ist. Ja, ich weiß, das ist ein ziemlich random Video hier gerade, aber ich dachte, ich nehme mir die Zeit, schnack ein bisschen mit euch und
zeige euch mal so, wie ich das dann live hier alles entlaube. Dann kann man auch ein bisschen ausrichten. Und ja, wir haben die meisten großen Blätter haben wir jetzt mittlerweile weg. Sieht auch schon deutlich kahler aus, die Lady. Kahler. Kahler Kolumne. Ja, war jetzt nicht so witzig, ich weiß. Aber so seht ihr dann auch mal so so was Spontanes halt. So. Ich hoffe, euch gefällt das, wenn ich das mal einfach mal so spontan mache. So, was haben wir denn noch hier? Da haben wir noch ein bisschen was. Hier haben wir noch ein bisschen was. Also ich werde die, wie gesagt, nicht lollipoppen. Die werde ich so lassen, wie sie ist. Aktuell. Lollipoppen werde ich, wenn ich wieder zurück bin, dann wird sie gelollipoppt. Vorher nicht. Also tendenziell am Sonntag oder Montag wird sie gepoppt, genau. Gelollipoppt. Ja. So, die Lampen laufen mittlerweile auf 240 Watt auf der und 240 Watt gerade auf der Monstera. Die Monstera kommt hier raus. Die kommt jetzt in ein anderes Zelt, wo wir noch in der Vegi sind, weil hier ist Blütezelt, hier ist trocken und trocken mag Monstera nicht und dementsprechend kommt Monstera weg. Also nicht hier, nicht weg, aber aus dem Zelt raus. Dann schießen wir da noch einen Luftbefeuchter mit an das Vegi-Zelt und dann geht das schon. Wir haben jetzt extrem viel Blattwasser genommen. Warum ich jetzt auch die ganzen Blätter weggenommen habe, ist unter anderem, weil ich ja jetzt für 5 Tage nicht an die Pflanze kann. Und da das Erde ist und die sehr viel Wasser gezogen hat, aufgrund der vielen Blätter auch, ne, habe ich das jetzt erstmal so gemacht, dass die jetzt quasi entlaubt haben. Jetzt werde ich die gleich nochmal mit 6 Litern Osmosewasser gießen und dann sollte sie die 5 Tage überstehen. Ja, wenn ich 6 Liter gieße, sind wir bei einer Erdfeuchtigkeit von roundabout 60, was in Ordnung ist für Living Soil. Und ich hoffe, dass wir nicht unter 30% kommen, ne, weil das bräuchten wir für Living Soil. Und ja, es ist fertig entlaubt. Also so habe ich jetzt erstmal entlaubt für mich. So finde ich das gut. So, seht ihr das? Sieht schon mal deutlich klarer, deutlich freier aus. Hier seht ihr noch einen Rundumblick. Ne. Ja, der Lady geht's gut sonst soweit. Monstera ist auch noch hier, ne? Aber nicht mehr lange. Ich wünsche euch alles Gute und Erdenkliche der Welt. Wir sehen uns beim nächsten Video. Haut rein, Leute, und ciao.